Loslassen ist ein Thema, das uns alle in den verschiedensten Lebenssituationen betrifft und vermutlich auch den meisten von uns viele Schwierigkeiten bereitet. So auch mir. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich erkannt habe, dass es nichts im Leben gibt, für das es sich lohnt, festzuhalten. Wenn wir krampfhaft versuchen, etwas aufrechtzuerhalten, schenken wir diesem etwas viel Energie. Verleihen wir diesem etwas einen Platz in unserem Leben, geben wir dem etwas Raum in unserem Kopf. Und je stärker wir uns widersetzen, desto mehr Realität verleihen wir dem etwas. Ich bin in der Zeit dabei, immer mehr in meinem Leben innerlich sowie äußerlich auszusortieren und immer mehr loszulassen. Sei es negative Gedanken, die mir keinen positiven Einfluss geben, Menschen, die mir nicht gut tun, als auch Klamotten, Inneneinrichtungen und allgemein materielle Dinge, die eher eine Last darstellen als eine unabdingbare Notwendigkeit. Je mehr wir besitzen, desto größer wird die Last. Ich möchte mehr Platz um mich herum schaffen, um zu verstehen, wie wenig Materielles man für das innere Glück braucht. Ich denke, ich bin auf einem guten Weg zum Minimalismus, auch wenn das vermutlich noch ein langer Weg ist. Aber wie sagt man so schön, der Weg ist das Ziel und vielleicht kann ich euch auf den Weg ein wenig inspirieren und euch dazu bewegen, mehr loszulassen und auszusortieren, um euch bewusst zu machen, was ihr wirklich für ein glückliches Leben braucht. Nämlich eigentlich nur man selbst. Hey meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du da bist. Heute soll das Thema sein, aussortieren, einen Überblick verschaffen von was man überhaupt alles zu Hause habt. Habt ihr einen Überblick? Wisst ihr, was in euren Schränken, in euren Schubläden ist? Oder ist es euch egal? Mein Konsum hat sich in den letzten Jahren echt verbessert, würde ich sagen. Ich habe früher unfassbar viel auf Amazon gekauft. Und genau das Gleiche gilt auch für meinen Kleidungskauf, für meinen Kleidungskonsum. Denn ich war irgendwie schon immer eine Online-Shopperin. Vor allem, weil ich mir nie die Zeit genommen habe, um mal bewusst einkaufen zu gehen und zu schauen vorher, was brauche ich wirklich, sondern einfach gedacht habe, okay, irgendwie habe ich mal wieder Lust, ich habe Langeweile, nachher kaufe ich es mir einfach und am besten auf Rechnung, so dass ich es jetzt nicht sofort kaufen muss. Irgendwann dachte ich echt so, Fänger, also warum eigentlich? Wieso? Du hast genug Kleidung im Kleiderschrank, du hast genug zum Anziehen, wen möchtest du damit imponieren? Also machst du es wirklich für dich selbst, für die anderen? Für wen machst du das eigentlich? Oder kaufst du wirklich nur für dich ein und vor allem, was du wirklich brauchst? Und ich finde, allgemein kaufen, Kleidung kaufen, egal was man besitzt, hat auch sehr, sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Das heißt, bewusst sich die Zeit zu nehmen und zu hinterfragen, was brauche ich jetzt wirklich? Genau in diese Energie von mehr achtsam mit mir, mit meinem Leben, mit meinem Haus, mit meiner Kleidung, mit alles, was ich besitze, mehr achtsam umzugehen. Und das möchte ich heute mit euch machen. Ich habe schon echt lange meinen Kleiderschrank nicht mehr ausgemistet und ich habe richtig, richtig Lust, das gemeinsam mit dir jetzt zu machen. Die aussortierten Kleidungsstücke werde ich als erstes zu meiner kleinen Schwester bringen, weil die freut sich immer sehr, sehr darüber. Und alles, was übrig bleibt, verschenke ich entweder, verkaufe auf Vinted. Ich verlinke mal unten mein Profil, wenn ihr dieses Video seht. Dann sind auch schon die ganzen Sachen online. Oder ich spende sie. Das sind so für mich die gängigsten Methoden, was ich mit meinen Klamotten mache, die ich nicht mehr anziehe. Schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr mit euren aussortierten Sachen macht. So können wir uns gegenseitig supporten und helfen. Zusätzlich auch noch, wenn ich mal so ein bisschen meinen Kleiderschrank auseinandergenommen habe, möchte ich bewusst schauen, Fenja, brauchst du überhaupt noch irgendwas, um dann bewusst Secondhand einkaufen zu gehen. Wenn ich was gefunden habe, werde ich dann auch noch zeigen. Und ja, jetzt würde ich sagen, nicht mehr lang rumschnacken, sondern wir gehen jetzt direkt zu meinem Schlafzimmer, zu meinem Schrank und sortieren ein bisschen aus.
Ich habe zuerst alle meine Kleidungsstücke auf das Bett gelegt und dabei wurde mir klar, wie viele Teile ich eigentlich wirklich besitze. Bevor ich mit dem Ausmisten begann, habe ich meinen Kleiderschrank abgewischt und sauber gemacht. Dann begann ich mit dem großen Ausmisten. Ich betrachtete jedes Teil einzeln und stellte mir dabei folgende Fragen. Wurde es im letzten Jahr getragen? Kann ich es mit anderen Kleidungsstücken kombinieren? Und die wichtigste und entscheidendste Frage für mich war, wie fühle ich mich in diesem Kleidungsstück? Alle Kleidungsstücke, die ich zu lange nicht getragen habe, die ich nicht mit anderen Kleidungsstücken kombinieren kann und die mir kein gutes Gefühl geben, habe ich in einen Umzugskarton gepackt. Die Umzugskartons habe ich in Verschenken, Verkaufen und Spenden unterteilt. Levi kam auch noch zu Besuch und hat mir ein wenig beim Aussortieren geholfen und mir emotionale Unterstützung gegeben. Ich sortiere meine Kleidung immer nach Farben und Kategorien. Ich beginne ganz vorne mit kurzen Sachen wie Crop Tops und T-Shirts und arbeite mich dann nach hinten, bis schließlich schwarze oder dunkle Kleidungsstücke übrig bleiben. Bei den Karohemden ist mir beispielsweise aufgefallen, dass sie alle sehr ähnlich aussehen und ich sie eigentlich nie trage. Winterkleidung, die ich gerne in diesem Winter getragen habe, verstaue ich immer unter meinem Bett und hole sie am Ende des Jahres wieder raus, um mehr Platz in meinem Kleiderschrank zu haben. Das ist so schade bei diesem Teil. Das habe ich erst vor kurzem gekauft und ich habe es ganz normal gewaschen, 30 Grad. Und es ist einfach eingelaufen. Natürlich weiß ich so oder so, ich liebe die Farbe beige und ich liebe weiß, aber dass das so extrem ist, wurde mir jetzt gerade nochmal bewusst. Ich möchte viel, viel, viel mehr Farben in meinem Kleiderschrank, aber auch in meinem Leben integrieren. Ich habe mir letztens diesen Blazer Secondhand gekauft und ich liebe diese Farbe und genau diese Farben, also so helles Grün, Mintfarben, dunkelgrün möchte ich viel, viel mehr in meinen Kleiderschrank integrieren, so dass es nicht nur aus weiß und beige besteht. Ja, den finde ich echt richtig, richtig, richtig cool. Was mir noch aufgefallen ist, dass ich sehr, sehr viele Sachen doppelt und dreifach habe. Wenn man jetzt zum Beispiel sich diese Strickjacke hier anguckt, ich habe sie in hellbeige, ich habe sie in beige, ich habe sie in weiß und ich habe sie in braun und die ist einfach komplett gleich, also auch mit diesen Knöpfen hier. Ich werde mich jetzt nur für eine weiße entscheiden und ich denke, das ist das ist diese hier. Die habe ich mir tatsächlich auch als erstes gekauft und weil ich sie so toll fand, dachte ich so, ja, dann ziehst du ja bestimmt auch die ganz sicher an, aber man braucht es natürlich nicht. Also das kommt weg und die braune mag ich auch sehr gerne, also das reicht vollkommen aus. Sowas finde ich auch wirklich sehr, sehr schwierig. Ich war letztens, oder schon ein bisschen länger her, auf einer Weihnachtsfeier und ich dachte so, ich habe eigentlich gar nicht so wirklich Schickes. Naja, ich muss ja auch irgendwie ein bisschen festlich aussehen, ne? Und war dann extra noch in der Stadt und habe mir dann so ein Glitzerteil geholt. Und ich würde mir sowas niemals würde ich mir sowas im Alltag kaufen. Ich finde sowas so unnötig, nur zu bestimmten Anlässen solche Teile zu kaufen, weil es ist einfach nur ein Staubfänger im Kleiderschrank. Und ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich einen so flexiblen Kleiderschrank habe, sodass ich viele Teile schick, sportlich im Alltag kombinieren kann und wirklich eine klare Übersicht habe. Das heißt, dass ich nicht so viel Kram muss, dass ich direkt weiß, was ich im Kleiderschrank habe. Okay, kommen wir weiter zu den Regalen. Diese lockeren Hosen hier liebe ich über alles und eigentlich ziehe ich diese fast nur an. So sehr, sehr weite, lockere Hosen. Ich ziehe einfach kein Schwarz an. Die kann auf jeden Fall raus. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema festliche Anlässe. Feiern gehen. Raus. Die kann auch auf jeden Fall weg. Schwierig. Raus. Lederhose. Sowas von weg. Okay.
Ich habe jetzt noch 3 da. That's not so easy. Hier kommen dann noch meine ganz normalen Pullis hin, die in der Wäsche sind. Und ganz rechts, weil jetzt da so viel frei geworden ist, packe ich, glaube ich, meine Yoga-Sachen hin, weil die sind alle in diesen Schubladen hier drin. Deswegen packe ich die, glaube ich, jetzt alle schön dorthin. Es ist echt einfach nur absurd, wie viel Bügel jetzt übrig geblieben sind. Und ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, was ich damit machen soll, weil ich habe sogar noch Bügel. Ist gerade voll die Befreiung irgendwie, nicht mehr so viel in meinem Kleiderschrank zu haben. Das Aussortieren hat mich etwa 3 Stunden gekostet, aber es hat sich ungemein gelohnt, wie man sehen kann. Hello again. Ein paar Tage später, als ich meinen Kleiderschrank ausgemistet habe, habe ich einmal so ein bisschen herausgefunden, was brauche ich überhaupt noch für den Frühling und Sommer. Und mit diesem Plan bin ich dann bewusst einkaufen gegangen. Und das war echt eine richtig, richtig schöne Erfahrung, weil ich, glaube ich, noch nie so bewusst in einen Laden gegangen bin mit so einem Plan. Beim nächsten Mal, wenn ich für den Herbst oder Winter einkaufen gehen werde, werde ich, glaube ich, die gleiche Methode anwenden. Ich zeige euch jetzt aber erstmal, was ich so geshoppt habe und was ich mir dabei gedacht habe. Das sind insgesamt 4 Stück. Als erstes für diese Bluse hier entschieden. Ich finde sie echt wunderschön. Die hat hier so Perlenknöpfe. Und dazu habe ich dann noch dieses Tüchlein hier an der Kasse entdeckt und konnte mir das echt richtig, richtig gut vorstellen mit dieser Bluse hier zusammen. Also, dass ich es so umbinde, dann die Bluse und ich konnte mir das am besten mit dieser Hose vorstellen, also mit der sehr, sehr lockeren. Also ihr werdet die ganzen Teile natürlich jetzt auch angezogen ansehen. Machen wir weiter mit einer wirklich ganz, ganz süßen Bluse. Und zwar ist das diese hier. Ich freue mich total, mein erstes gelbes Teil in meinem Kleiderschrank zu haben. Und genau, ich finde, diese Farbe schreit einfach nach dem Frühling und nach dem Sommer. Ich kann mir diese Bluse hier sehr, sehr gut mit einer Latzhose oder allgemein mit einer weißen Hose sehr gut vorstellen. Und ja, ich freue mich schon, die im Sommer zu tragen. Machen wir weiter mit meinem ersten Rock in meinem Kleiderschrank. Mir gefielen keine kurzen Röcke, aber den fand ich wirklich super, super schön. Es freut mich total, dass der dunkelgrün ist. Ich kann ihn mir sehr gut vorstellen, sowohl im Frühling als auch im Herbst. Mit Brauntönen zusammen, mit Pullis, mit Oversized Jacken. Kommen wir zum letzten Teil und zwar ist das dieser wunderschöne Blazer hier. Den habe ich in der Herrenabteilung gefunden. Denn ich finde, vor allem zu meinen schon existierenden beigen Sachen passt er einfach nur perfekt. Zu lockeren Hosen, zu Jeans, zu allen kann man den gut kombinieren. Und vor allem finde ich es sehr, sehr cool für besondere Anlässe, auch mal nur ein Crop Top oder so darunter zu ziehen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Diese 4 Teile haben ca. 60 € gekostet zusammen. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und vielleicht konnte ich euch dazu ermutigen, auch auszumisten und vielleicht darüber nachzudenken, bevor man einkaufen geht oder bevor man online shoppt, nochmal nachzudenken, brauche ich das jetzt gerade wirklich? Wenn du mich unterstützen möchtest, dann kannst du dies sehr, sehr gerne tun mit einem Daumen nach oben, einem Kommentar. Sowohl, wenn du noch nicht Abonnent oder Abonnentin dieses Kanals bist, das jetzt gerne zu tun. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder und bis dann!